Das ist der Porsche GT4. Wir schreiben heute den 26. Mai 2020. Ja, er heißt für dich, lieber Michael Theisen, nur GT4. Ich zeige es mal gerade. Du hast mir auch gerade eben gesagt, habe ich gesagt, naja, was ist denn das für einer? Sagt er, das ist der GT4. Ja, aber es ist tatsächlich der GT4. Ist ein Auto, habt ihr lange drauf gewartet. Grüß dich, Michael. Hi, servus. Grüß dich, Sven. Also es ist der GT4, das ist der GT3 im 11er-Bereich. So ist das hier im 718er-Bereich, also eine Nummer kompakter sozusagen, aber dort GT4 steht natürlich nochmal für absolute Sportlichkeit, ne? High Performance. Wir haben hier einen Sechszylinder-Motor drin. Sechszylinder? Sechszylinder, genau. Die GT4s bzw. die 718er-Modelle sind ja alle mit dem Vierzylinder im Moment bekannt. Und, ist das ein Sauger oder ein Turbo? Das ist ein Turbomotor. Sechszylinder-Turbo? Sechszylinder, ja. Und wir haben hier die Farbe Miami Blau. Wir haben, denke ich, eine ganz coole Auswahl getroffen von den Felgen her. Ja, das ist mal was ganz anderes, ja, aber es passt halt zum Auto. Ne? Ja, es ist toll. Ich meine, man kann ihn ja zur Not noch folieren, entweder in Klarsicht oder das machen relativ viele, die machen so eine Lackfolie drauf. Geht das denn bei Porsche? Ja, natürlich. Also du darfst mittlerweile, früher hieß es nein, es darf gar nichts verändert werden. Eine Folie wird im Moment natürlich gern genommen, auch wenn es mal nur eine durchsichtige ist, gerade für einen Steinschlag. Es sind halt Steinschlagsammler einfach mal in dem Bereich, so wie die von der Aerodynamik konzipiert sind, und da ist eine Folie immer. Das geht. Also es gibt nämlich spezielle Lackfolien, das haben wir auch schon mal gefilmt bei einem Spezialbetrieb dafür, die mal foliert haben. Und ja, das Besondere, was schon mal auffällt, ist der wirklich kleindimensionierte Spoiler. Genau. Klein gegenüber einem GT3, aber ist natürlich immens und riesig. Also und ich sag mal, er ist nicht wie bei vielen anderen einfach nur designt, ja, sondern er steht auch für seinen Zweck. Ja, also das ist ein Rennauto quasi. Er braucht das Teil, genau. Also das ist wirklich für die Rennstrecke geeignetes Fahrzeug. Dafür ist er gebaut. Er fühlt sich natürlich auch so sehr wohl. Es ist ein Schaltgetriebe, keine Automatik. Also ja, da hast du noch rein rassiges Feeling. Ne? Mischbereifung? Mischzollbereifung nicht, natürlich eine Mischbereifung an sich, das hat er, aber nicht wie der 992, vorne 19, hinten 20. Ne? Das gibt es in dem Bereich nicht. Ja, der hat einen Überrollkäfig serienmäßig? Ja, also es gibt ein Clubsportpaket, so nennt sich das Ganze. Wir machen mal gerne die Klappe hinten ein bisschen auf, dann sehen wir das auch mal ein bisschen interessanter. Das nennt sich Clubsportpaket, somit ist er ausgestattet. Dann hast du automatisch auch Schrotgurte verbaut, beziehungsweise erstmal beiliegend, und der Kunde kann dann entscheiden, möchte ich sie einbauen, lasse ich sie erstmal auf Seite liegen, weil die normale Gurte sind hier nach wie vor auch noch verbaut. Das ist eine Frage, das sind keine Halter für Getränke, oder? Nee, das in der Tat nicht. Das ist ein Halter für was anderes, und zwar kannst du hier wirklich Kühlflüssigkeit oder rechts Motoröl nachfüllen. Das sah nämlich so ein bisschen aus, als wären das hier so die Aufnahme für irgendwelche Federholme oder sowas. Nee. Ja, nee, in dem Bereich nicht. Vorne ja, vorne gibt es sowas Ähnliches. Da sind wirklich die Holme zu sehen und drunter. Also unter der Abdeckung zu sehen direkt nicht, aber hinten ist es einfach nur eine Abdeckung. Das heißt, ich habe hier hinten einen Kofferraum, einen kleinen? Ja. Ja. Also da ist nichts verändert. So wie er immer gebaut wird, auch in dem normalen 718er Modell. Dahin haben wir jetzt einen Boxster stehen, also das gleiche Modell, nur mit Schiebedach, allerdings ohne den GT4-Motor. Aber Kofferraum vorne, hinten 1:1 identisch. So, der Motor ist bei einem GT4 in der Mitte, ziemlich genau in der Mitte. Genau. Wir hatten eben noch zufällig ein Fahrzeug in der Werkstatt, ein Wartungsfahrzeug, und da war interessant zu sehen, dass wirklich hinter dir, da wo der Sitz aufhört, eigentlich ein kleines Blechteil die Sicht vom Motor wegnimmt. Aber direkt in dem Bereich, wo du jetzt bist, also direkt hier, liegt quasi das Herzstück und endet relativ gerade hinter Fahrer und Beifahrer. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass er hier an der Seite so ganz kleine Lüftungsklappen hat. Das ist ein bisschen dominanter ausgeprägt wie bei den Serienmodellen, richtig, ja. Er hofft auf mehr Luft. So, man muss ja dazu sagen, ein unglaublich sportliches Fahrzeug. Wir reden hier über ein Leergewicht von gerade mal 1495 Kilogramm und einer Leistung von sage und schreibe 309 Kilowatt. Also nicht PS, sondern Kilowatt. Wie ist denn der Faktor Kilowatt PS? Ja, das Leistungsgewicht, du hast 420 PS hier stehen, und das sorgt natürlich für jede Menge Vortrieb. Ja. Ja, und zumal auch noch die Lastverteilung wirklich fast 1:1 ist Vorder-Hinterachse. Ja, das ist ein schönes, ausgeklügeltes System. Wir können auch mal reinschauen, dann siehst du auch, das Auto ist eigentlich wirklich im Alltag voll zu gebrauchen. Also er hat unsere Sportschalensitze drin, die kriegst du auch in alle. Das ist ja das Schöne eigentlich. Also wir stehen jetzt hier vom GT4, aber
Du könntest dir ziemlich nah das Modell auch bauen. Natürlich jetzt ohne diese Frontpartie, ohne die Lufteinlässe, aber im Innenraum diese Sportschalensitze aus Carbon, Alcantara-Lenkrad. Man sieht es auch vielleicht mit der Kamera, gerade weil die gelben Nähte dort verbaut sind und diese 12 Uhr Markierung. Das kannst du dir genauso nachbestellen und kannst du genauso nachbauen. Ja. Du musst erst mal eins machen. Ich würde dich mal bitten, wenn du mal die Front- und die Seitentür aufmachst. Also nee, die beiden Türen, Beifahrer- und Fahrertür. Ja, das machen wir auch gleich mal. Da vorne ist auch die 4-Punkt-Beleuchtung. Denn ich habe früher als kleines Kind nämlich immer die Türen aufgemacht und hinten die Heckklappe auf. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, der könnte fliegen. Das wäre möglich. Der ist schon cool. Wenn du mal kurz hier durch die Kamera guckst, das Bild gerade, das ist schon cool. Ja, mega. Nee, krass. Gefällt mir sehr gut. Wir gucken mal rein. Das ist, erstmal vielleicht ganz kurz die CO2-Effizienz G. Wir sprechen über 249 Gramm pro Kilometer und einem kombinierten Verbrauch von 10,9 Liter. Hier vorne ist auch der Preis, 124.674,45 € inklusive Mehrwertsteuer. Das ist eine gute Geldanlage, denn der GT4 wird nicht so oft gebaut. Das ist ein Sammlerstück. Wenn wir den jetzt mal sehen, genau, wenn du mal kurz einsteigst, dann höre ich dich auch. Hier sieht man die gelben Ziernähte. Richtig, wir haben die gelben Ziernähte hier gewählt. In Verbindung mit der Markierung, dann ist auch automatisch unsere Schlaufe in Gelb. Also da sieht man auch nochmal die Manufaktur bei Porsche, wie sie arbeitet hier mit den ganzen Nähten im Schalthebelbereich. Das ist halt schön, weil bei so Fahrzeugen, da haben wir wirklich viel Auswahl, wie wir das Fahrzeug nochmal individualisieren können. Ja, wie du eben sagst, es ist eine Wertanlage, es werden ganz wenige nur gebaut. Es ist keine Limitierungsnummer, wie beim Speedster, den wir mal gezeigt haben. Aber allein auf Basis dieser Produktionsstückzahl ist das auch schon ein sehr rar gesätes Fahrzeug. Ne? Allrad? Nein, das hat kein Allrad, das Fahrzeug. Ja, ich habe nur gefragt wegen GT4, das kenne ich nur beim... Ja. Die 4 stand immer für Allrad, aber das steht hier wahrscheinlich für den GT4 für den 718. Genau, von der Klasse her, ne, so wie GT3, also GT4 halt. Ja. Genau, der Tech-Antrieb, das heißt, also wenn man hier alle Sperren rausmacht, das geht? Ja, also es gibt hier verschiedene Funktionen. Du siehst schon, hier ist nicht nur dieses Traktionskontrolle, sondern wir haben hier 2 Tasten hinterlegt. Also er kann schon ziemlich böse werden. Ja. Okay, ich kann alles abschalten, wenn ich will, für die Rennstrecke. Dann reden wir aber hier von 400, wie viel PS? 420. 420 PS hast du. Die du dann auf der Rennstrecke bewegen kannst mit 15 Kilogramm. Also ist der Fahrer da mit drin? Nee, der ist nicht mit drin. Also ich würd den Schnitt ein bisschen nach unten hier drücken, ne? vom Gewicht her des Fahrzeugs. Aber wir gucken mal, also die sind auch mittlerweile toll ausgestattet. Navigation, alles, was man auch so im Alltag in den klassischen Fahrzeugen nutzt, ist auch hier alles verbaut. Also da erkennst du gar keinen Unterschied. Ja. Das heißt, auch die Klimaanlage ist drin? Genau, hier haben wir auch eine Klimaautomatik reingemacht. Ja. Nee, ich wollte nur fragen, weil ich habe schon mal gehört, wir haben mal einen gedreht, der war schon ein bisschen älter, auch ein Sportwagen, der hatte noch nicht mal eine Klimaanlage. Das ist aber hier alles mit drin. Das war so Komfort ist mit drin. Ja, das war so teilweise. Gewicht war alles, glaube ich. Ja. Ja, die Schrotgurte, das sieht schon cool aus. Das heißt, man braucht so ein klein wenig Übung. Ich kann aber auch Dreipunkt fahren, wenn ich will. Du kannst ganz normal Dreipunkt fahren. Also die können wir auch nicht einfach ausschließen, die Dreipunktgurte. Die liegen dann halt bei, die sind auf der Seite, die sind Pflicht, genau. Aber alternativ denke ich auch gerade im Punkto Fahrsicherheit ist das der bessere Gurt dann, ja. Außerdem sieht es cool aus. Also das ist ja hinten dann auch der Überrollkäfig, der ist serienmäßig mit dabei. Genau. Ja, ich bin ganz begeistert. Hier vorne habe ich dann auch ein Chrono-Paket. Genau, Chrono-Paket, auch hier mit Rundenzähler. Das ist diesmal auch mit der App dann kompatibel, mit der Porsche-App, dass du auch sagen kannst, du möchtest die Runden, die du fährst, möchtest du auch gleichzeitig auf deinem Handy gespeichert haben. Also auch da noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Wir können auch gleich mal noch kurz, wenn die Telefone nicht gerade hier alle in Besetzung sind, gehst du mal kurz mit dem Mikrofon anmachen. An der Poppes vom Auto. Ja gut, das sollten wir auf jeden Fall machen. Wir sprechen schon hier über 3 bis 4 Sekunden. Von 0 auf 100? Ja. Das ist sensationell. Ja, also da bist du ein gutes Stück unter 4. Ja. Unter 4? Ja, also der normale 718 mit 300 PS, das ist ein Vierzylinder, der braucht zum Beispiel 4,5 Sekunden. Ja. Also das sind hier tolle Werte, die du erreichst mit dem Sechszylinder. Ich muss auch sagen, der Sechszylinder, den gibt es nicht mehr so oft, oder? Ja, also nicht mehr so oft, gab es nicht mehr so oft. Man muss dabei sagen, Porsche hat jetzt ein Update gefahren, weil der Vierzylinder ein toller Motor war.
der Spaß gemacht hat, der Leistung ohne Ende gehabt hat mit seinen 300 bis 365 PS. Und mittlerweile sagt Porsche, es vermissen aber viele den Sechszylinder. Und nur in diesem Bereich, das sind einfach zu wenige Fahrzeuge gewesen. Deswegen kommt jetzt der GTS im 718er Bereich. Kriegen wir sehr wahrscheinlich in 3 Wochen. Können wir auch mal ein Video von machen. Der nennt sich GTS 4.0, hat 400 PS und ist auch nochmal ein Sechszylinder. Aber da warten wir selber noch drauf. Ja, ich denke, spätestens jetzt werden gleich alle aufhören zu telefonieren. Denn er macht ihn jetzt mal an. Warte mal kurz, denn er ist noch zwar warm, aber nur ladenwarm. Ja, hochdrehen dürfen wir nicht, aber wir machen. Nee, aber machen wir an. Das noch mal ein bisschen. Wow, der hat wahrscheinlich keinen Klappen aus. Doch, hat er. Hat er natürlich. Ja, also du kannst ihn anschalten, ausschalten. Er war jetzt an. Komm mal raus. Der darf aber auch so laut sein. Ich nehme an, dass bei der Leistung geht es gar nicht anders. Das ist alles eingetragen, oder? Das ist alles eingetragen, ja. Also hier ist nichts Unerlaubtes an Bord. Serienmäßig, ab Werk. So wie er hier steht, ist er serienmäßig. So ist er abgenommen, so darf er sein, ja. So, hier schallert es natürlich ein bisschen, das muss man sagen, in unseren Hallen hier. So, ihr habt die extra so gebaut. Schön. Ihr habt die Stem-Material weggelassen, damit es ein bisschen schallert. Nee, aber der hat schon Sound. Ja, der hört sich richtig gut an, ja. Also so wie es sich gehört. Und jetzt sind wir mal gespannt auf unsere 4.0 Modelle. Mach nochmal zu, bitte. Ich muss mal gerade, wie die vom Sound sind. Was heißt denn 4.0? Das ist auch auf Basis des Motors, der hier verbaut ist. Ja, deswegen 4.0, der 4-Liter-Motor. Also der 4 Liter Sechszylinder. Genau, das hat Porsche dort auch integriert. 20 PS weniger. Also hier sind jetzt in den GT-Modellen sind dann die 420 PS drin, in den 4.0-Modellen die 400 PS. Ja, man muss dazu sagen, dass diese ganze Reglementierung ist natürlich zugunsten der Umwelt. Thema CO2-Effizienz, Abgas, ich sag mal Beschränkungen, die lassen sich einiges einfallen. Dass der Sechszylinder nochmal kam, das war ja gar nicht so sicher, oder? Genau, also es hieß auch lange Zeit, es kommt kein Sechszylinder, aber mittlerweile mit den Abgasnormen, mit den Tests, wie die jetzt im Moment stattfinden, kann man sagen, also mit den Motoren erreichen wir die vorgegebenen Werte. Das ist vorteilhaft. Also mit vielen kleinen Motoren hat man heute mehr Probleme als mit großen Motoren. Ja. Tja, ich könnte jetzt hier stundenlang allein über die Schriftzüge sausen, die jetzt hier drüber sind. 718 im Vergleich zu 911. Philosophie. Ich meine, wir reden ja hier über einen Preisunterschied nochmal von 60.000 ungefähr zum GT3. Ja, das ist richtig. Gut, gegenüber dem GT3, da fehlt das auf jeden Fall. Es ist halt so, du kannst auf ein 718-Modell generell, wenn wir den 718 nehmen, früher Boxster oder Cayman, jetzt ist halt die 718 davor gesetzt. Er ist halt etwas kompakter, aber es ist unser Go-Kart sozusagen. Also das ist so viel Sportlichkeit, der ist so direkt, der hat so eine tolle Straßenlage. Was er nicht hat, ist 2 Notsitze, wie es zum Beispiel der 11er hat. Ja? Also, dass man mal sagen kann, man fährt mit 4 Leuten, ja? Oder mal mit 3 Leuten. Das funktioniert hier nicht. Aber jetzt ist es ja so, als er eingeführt wurde, den gibt es ja auch schon sehr lang, den 718er, da war das am Anfang ein Mädelsauto, wenn ich das hier jetzt so sehe, also mit der Reinrassigkeit und allem drum und dran, er ist auch von der Form her immer mehr angenähert an der DNA von Porsche, eindeutig erkennbar. So von der Seite, ich habe eben gewitzelt, ist das ein 11er? Habe ich gefragt. Wenn du gerade mal zumachst, wir zeigen gerade nochmal die Form. Auch wenn du das Auto von vorne siehst, ist der Unterschied minimal. Das muss man auch dabei sagen. Was du sagst, es sind weniger die 718er Modelle, dieses typische Mädelsauto oder nicht 100% Porsche. Wobei, das war eigentlich schon immer. Aber die dazu sagen, ich habe ja Cars geguckt von Disney und da war der Boxster war halt ein Mädel. Ja, das waren aber auch die ersten Modelle, die damals rausgekommen sind. Ne? 2004 und 2006, so die Autos. Da sage ich, okay, ne, das ist aber auch eine ganz andere Zeit. Mittlerweile, das ist brutal, was die können. Ja. Und Rusty war ein Abschleppwagen. Was sind das? Ist das die Carbon? Nee. Nee, das ist eine ganz normale Stahlbremsanlage. Ist auch oftmals dann besser. Also man kann sich eine Carbon auch hier wählen. Also man hätte sie drauf machen können. Aber, ja, Carbon, Keramik, ja genau. Aber das hier ist Stahl. Ne? Und oftmals, wenn es ins Kiesbett geht, da haben wir dann aber auch die Probleme, die eingeschleppt werden. Selbst die vom Ring dann zu uns zurückkommen. Eine Keramikbremsanlage ist halt, wie der Name so sagt. Wenn da ein Steinchen drauf knallt, kann die reißen. Ne?
ist halt sehr sensibel. Zwar sehr hart, wie jetzt beim Turbo S, kannst du mal gerade drauf zeigen. Da sehen wir jetzt die Keramik, das ist das Gegenstück. Ist quasi die Bremsanlage gleichzeitig so groß wie die Felge. Das ist schon bombastisch, wenn man das so sieht. Ja. Wenn du gerade noch mal vorne aufmachst, dass wir reingucken können. Der Kofferraum ist identisch groß wie beim 11er? 1:1, genau. Auch das kannst du vergleichen. Ich dachte jetzt, du fragst zu den anderen 718er Modelle, aber auch hier gleicher Kofferraum. Du könntest eine Wanne aus dem 11er hier reinstellen, umgekehrt genauso. Das sind die 11er, das sind die Holme, von denen wir sprachen. Genau. Hier ist jetzt keine Abdeckung, also eine Abdeckung ist drauf, aber die Holme sind drunter. Ne? Tja, die Farbe ist schon richtig cool. Also der Trend geht ja immer, klar, ihr habt ja viele graue und silberne und dunkle Farben und so weiter, aber das hier, man muss so Autos mal im Showroom stehen haben, damit die Leute es überhaupt mal sehen. Genau, also wir sind schon sehr farbenfroh unterwegs, auch wenn wir jetzt hier sehen, unser Carrera S Cabrio mit rotem Dach und auch eine Sitzmittelbahn, die dann rot beledert ist, der Rest aber schwarz. Also auch hier nochmal, du kannst alles in der Manufaktur so genauso bestellen, wie du es gerne hättest. So, jetzt zeige ich aber trotzdem mal gerade CO2, dass wir das drin haben. Da steht da das S-Cabriolet, dass wir den einmal kurz haben und der hat 9,1 Liter kombiniert und CO2-Effizienzklasse Friedrich. Turbo S hat keine, das Auto ist verkauft. Genau, habe ich auch nicht gezeigt, aber hier haben wir den, ja, das ist der GT4. Krass, der kam wann? Entschuldigung, der GT4, der kam jetzt vor guten 3-4 Wochen. Ne? Kam der frisch raus? Also frisch raus, er kam vor längerem, aber jetzt werden die so langsam erst geliefert. Ne? Und wir haben im Moment 2 Modelle, wo wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn jetzt ein Rennsportler oder jemand sagt, der wollte jetzt doch einmal investieren oder wollte sich mal so ein Auto gönnen, stehen wir gerne zur Verfügung für Fragen. Ne? Ja, vielleicht noch ganz kurz das Thema Porsche Approved. Das heißt, der kommt in der Werksgarantie wie lange? Genau, 2 Jahre, 24 Monate hast du eine Werksgarantie auf dem Fahrzeug. So ist es auch hier bei den Modellen. Und du kannst alle Modelle, auch die GT-Modelle, in die Approved reinlegen. Die geht bis 15 Jahre oder 200.000 Kilometer. Ja, das ist eine echte Werksgarantie, die kann man verlängern. Kann man jedem auch nur empfehlen, muss man sagen. Da ist alles mit abgedeckt, muss man fairerweise sagen. Auch Elektronikbauteile, die mit drin sind, zum Beispiel Radiosysteme, die halten auch entsprechend so viele Radios auch vor. Sollte da mal irgendwas passieren, kann ja immer mal was passieren, dann tritt das ein. Und so ein Navigationssystem nach 10 Jahren, das muss man erstmal suchen. Ja, also das ist ein Punkt, wo du sagst, die ganz alten Modelle aus den 70ern, 80ern, da hat Porsche noch auch alles am Lager und aber schön, wie du es ansprichst, weil die Thematik ist, viele denken immer Garantie, oh, was ist, wenn mein Motor oder das Getriebe kaputt geht. Das ist ein Bauteil, das ist korrekt, aber es sind auch oftmals kleine Sachen. Der Sitz fährt nicht mehr elektrisch vor, zurück oder das Navi-System fällt aus, da reden wir direkt über 6.000 Euro. Und da ist es natürlich schön, sagen zu können, hey, ich habe eine Garantie. Ersatzwagen steht bereit, in 3 Tagen komme ich ihn holen und der Geldbeutel bleibt schon. Ne? Ja, wir hatten ja meinen 11er und da haben wir dann immer Approved abgeschlossen und der Käufer hat auch prompt gefragt, hat er die Garantie, hat es denn nochmal verlängert, die ist übertragbar? Genau, also die Garantie ist an Privatpersonen übertragbar. Ja, es ist auch ein Qualitätssiegel, muss man dabei sagen, weil Approved bekommt nur ein Fahrzeug, was auch 100% Porsche ist. Also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, du, ich ziehe mir hier irgendeinen Reifen drauf, den Porsche allerdings jetzt nicht direkt freigibt, kriegt er keine Approved. Wenn du sagst, ich baue mir andere Dämpfer ein, ist die Approved-Futsche. Also da kann man nicht mehr dieses Fahrzeug in dieses Gütesiegel liegen. Also er muss 100% Porsche bleiben und so ist das für dich als Endverbraucher immer die Sicherheit, ich habe ein Auto, so wie es aus dem Werk damals ausgeliefert wurde. Ja, es gibt ja viele Bauteile auch direkt von Porsche, sodass man gar nicht mehr groß zurückgreifen muss, beziehungsweise Porsche baut ja auch mit ganz vielen, ich sag mal, Zubehörlieferanten zusammen, ob man es dann direkt sieht oder nicht, sag mal so daher. So sieht's aus. Besonders schön sind natürlich hinten die Rücklampen. Das ist schon, das hast du kein Rot mehr, oder? Nee, die sind schwarz gehalten, genau. Also, aber auch das, muss ich sagen, ist eine Lampe, die du bei jedem Fahrzeug in dem Bereich dir bestellen kannst und passt natürlich zum Gesamtbild. Ja? Sehr dunkel, schöne in aurumfarbene Felgen, schönes Auto. Ja, hier steht er, der GT4, Modelljahr 2020, frisch vom Laster gefallen, heute schon in Porsche Zentrum Saarland. Ihr habt 2 Stück da, die Farbe vom zweiten? Genau, die Farbe vom zweiten ist dunkel, also so ein dunkles Blau und kann man sich gerne anschauen hier bei uns. Genau. Ausstattung ähnlich? Ausstattung ähnlich, der hier schon sehr gut ausgestattet, gerade mit den Farben, wie wir den jetzt gewählt haben. Der andere ist nicht ganz so, ein bisschen mehr auf Rennstrecke, sage ich mal, also nicht so viel Sonderausstattung drin, aber ja, sehr schön anzusehen auch. Ne? Ja, Preis wahrscheinlich ähnlich. Ja, vielen Dank, Michael Theisen,
Porsche-Zentrum Saarland, ihr seid ein großes Porsche-Zentrum, größte Klasse, die es gibt. Es hat den Vorteil, habt viele Autos da. Richtig, also ein großes Porsche-Zentrum hat natürlich für den Kunden viele Vorteile, dass wir auch immer, ich sag mal, eine gewisse Menge an Fahrzeugen haben oder auch Fahrzeuge liefern können, ja, wenn es nicht gerade hier steht. Und wir gehören zur Kategorie 4 von den Porsche-Zentren und sind hier insgesamt mit 6 Verkäufern im Haus. Genau, also wenn ihr feiert, dann kommt auch gerne mal der Vertriebschef von Porsche mal vorbei. Das hier sind nur einige wenige der Trophäen, die ihr bekommen habt. Ja, vielen Dank, Michael Theisen. Wenn du mal kurz zu mir kommst, komm mal ins Licht, dann machen wir die Abmoderation. Wie komme ich zu dir? Einfach mal googeln, Michael Theisen, Porsche, da kommst du schon gleich? Genau, also normalerweise bei Google, wenn nichts dazwischen gekommen ist, sollte ich erscheinen. Ansonsten einfach Porsche Saarland, da findet man mich auch. Und wir sind hier im Industriegebiet in Saarbrücken, im Rotfeld 19 ist die Straße. Ihr habt auch viele Verkäufer, nicht nur du bist da. Genau, wir sind insgesamt 6 Verkäufer, wie gesagt. Und auf Porsche Saarland sind wir alle mit Bild- und Kontaktdaten zu finden. Ja.